Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Bei Instagram habt ihr mich nach der Proxxon WP, ich weiß natürlich aus dem Kopf, wie die Maschine heißt, EPE, Proxxon EPE gefragt und meine Erfahrungen dazu. Konnte ich nichts zu sagen, gucke ich mir mal für euch an und gebe euch auf jeden Fall Feedback. Ja, soweit eine ganz spannende Maschine. Der Koffer gefällt mir, sieht so ein bisschen militärisch aus, aber typisch Proxxon. Wie gesagt, ein paar schöne Bilder zeigen wollte ich nochmal. Was ich ganz spannend finde, es gibt auch zahlreiches Zubehör. Es gibt eine Exzenter-Verlängerung, was relativ Besonderes ist. Klar, die ganzen Polierpads kann man natürlich alle üblichen benutzen. Und es gibt einen 30 mm Stützteller, den man da draufschrauben kann, sodass man ähnlich wie bei der PXE oder auch bei der iBrid ja, auch kleinste Bereiche mit bearbeiten kann. Es gibt generell diverses Zubehör für diese Maschine, ähnlich wie bei der PXE, nicht ganz so zahlreich, weil die Maschine vielleicht dann doch nicht ganz so bekannt oder berühmt ist, sage ich mal. Deswegen muss man mal schauen. Ich bin jetzt ganz gespannt. Ich habe sie, wie gesagt, nur ausgepackt, noch nicht weiter angefasst. Deswegen werde ich mir jetzt mal einen typischen Anwendungsbereich für solche Maschinen besorgen, nämlich eine B-Säule. Uni-Schwarz oder Hochglanzschwarz, besser gesagt. Habe ich gerade hier ein Auto stehen, was passt. Ja, sieht auch richtig unschön aus. Da werde ich auf jeden Fall mal vergleichen mit der PXE einfach, was natürlich schwer ist jetzt in einem wirklichen Test, aber einfach so vom Hands-on-Gefühl beim Arbeiten, ja, was sich da besser macht. Eine Sache muss ich bei dem Gerät jetzt sagen, es ist die Kabelvariante. Die gibt es auch mit Akku, ist deutlich teurer, habe ich aber gelesen, Akkuleistung soll nicht so geil sein, deswegen dachte ich, komm, egal. Wenn jetzt jemand sich die Maschine kauft, ist es vielleicht was budgetorientiert ist. Dann geht es eher darum zu sagen, okay, ich möchte ein bisschen weniger Geld ausgeben und nehme dann vielleicht auch in Kauf, dass ich ein Kabel am Ende habe. Ja, aber vorher zeige ich euch noch was anderes. Wir haben eine Kabeltrommel, passend zu dem Thema endlich eine Hochdruckkabeltrommel. Vielen Dank da an SC Service Konzept, fand ich ganz cool. Und zwar könnt ihr euch sozusagen, wenn ihr sowas mal braucht, individuelle Anschlüsse machen lassen für euren konkreten Hochdruckreiniger. Wir haben jetzt genau den Anschluss, der an den Grenze passt. Sehr massives Gerät, muss ich hier sagen. Schlauch ist sehr hochwertig und die hat auch richtig Druck. Also die schafft auch diesen Hochdruckschlauch vernünftig aufzurollen. Finde ich cool. Sorgt einmal dafür, dass natürlich der Boden hier aufgeräumter ist, dass kein Schlauch mehr rumliegt. Und zum Zweiten aber auch, dass der Schlauch nicht so schnell durchscheuert, weil wir hatten sonst alle 3-4 Monate, dass der Schlauch kaputt war. Deswegen, ich würde sagen, ich gucke mir mal drüben am BMW den Vergleich an, baue mal alles auf, bereite alles vor und dann sehen wir uns gleich. Erstes Fazit blind, also die Politur ist noch drauf, ich habe noch nicht abgewischt, aber vom Gefühl her, also die Proxxon hat auf Vollgas nicht mal die Leistung gefühlt von der Flex auf Stufe 1. Ich bin gespannt, wenn ich jetzt abwische, vielleicht braucht man die gar nicht, vielleicht ist es wirklich was Subjektives, vielleicht überträgt die Kraft anders. Wir werden sehen, ich wische die Politur jetzt ab und dann schauen wir uns mal an. Links PXE, also wenn man davor steht, links PXE, rechts Proxxon. Mal schauen. Okay, das hat mich jetzt doch ein bisschen überrascht. Also ich muss natürlich sagen, es war jetzt eine Finish-Politur und ein Finish-Pad auf den zerballerten Leisten. Ist klar, dass das noch nicht so viel reißt, aber es war mit Absicht so, weil ich einfach den Unterschied sehen wollte. Hätte ich jetzt eine Cut-Politur genommen, hätte ich halt Haze drin, einen Grauschleier und hätte bei beiden wahrscheinlich nicht mehr viel gesehen. Und so konnte ich Nuancen erkennen. Die Proxxon hat einen deutlich besseren Job gemacht, als ich eingeschätzt hätte vom Gefühl beim Polieren. Sie hat einen Tick minimal, würde ich sagen, weniger Defekte entfernt als die PXE. Beide sind Haze-frei, natürlich, weil das eine Finish-Politur war und weil die Leiste auch noch ordentlich zerkratzt ist. Ich habe sie jetzt nicht auf Teufel komm raus in den Kantenbereich gefahren, aber ich muss sagen, also gar nicht so schlecht. Ich poliere jetzt noch mal ein bisschen an ein paar schmalen Bereichen herum mit der Proxxon, dann gibt es nochmal finales Fazit für heute jedenfalls. So, ein paar Meter poliert mit dem Gerät. Also ganz ehrlich, positiv überrascht.
Spiegel vorher, man sieht nicht viel an Kratzer, ne? Das ist halt einfach ja, ein Metallic-Grau, aber man sieht, was da so an Insekteneinschlägen und so weiter. Ich guck mal, ja, ohne Kamera, ohne Licht geht es was besser, los ist. Und dann jetzt drüben hier einmal kurz mit einer Cut and Finish, mit einer Medium poliert und es ist halt wirklich quasi alles raus. Also von daher ist es jetzt kein perfekter Maßstab hier, die Lackfarbe, keine Frage, aber ich muss sagen, so vom ersten Eindruck hands-on wirklich gar nicht so schlecht. Ich gucke mir nochmal euer Feedback an. Ich habe ja bei Instagram gefragt, was da von euch an Feedback kam. Poste ich und teile ich nochmal für alle anderen, die es natürlich nicht gelesen haben. Eure Meinungen gehen massiv auseinander. Ich lese einmal ein paar vor. Zack, zack. Super Maschine für damals, also wahrscheinlich für den Anfang gemeint. Kann man nehmen für Feinarbeiten, zum Beispiel Felgen. Für den Anfang, Für den Anfang kleinen Detail-Enthusiasten für kleines Budget sehr gut. Für mehr die PXE. Mir ist die Maschine leider nach 20 Minuten abgeraucht. Okay, das ist bei mir nicht passiert, aber wenn sowas passiert, kann man sie natürlich umtauschen, das ist klar. Für den Preis top, ist Schrott, Preis-Leistung unschlagbar, funktioniert ganz gut, wird nur schnell heiß, überhitzt schnell, weil die Lüftung zu klein und Finger beim Arbeiten gerne überdecken. Haben sie auf den Markt gebracht, nachdem ein großer Hype um die Rotations-Mini-Maschine war. Genau, die gibt es nämlich noch als Rota, das war jetzt die Exzenter-Version, als Rota kenne ich sie auch. Finde ich, braucht man heute kaum noch, gerade so an so schmalen Bereichen, will man ja erst recht keine Gefahr durch Hitze und so einen Kram haben, Kunststoff. Deswegen dann lieber wirklich Exzenter nehmen und auf Nummer sicher gehen. Was ich jetzt nochmal zeigen wollte, sind genau diese Lüftungsschlitze. Das ist wirklich ein Thema, dass man gerne die Maschine halt so in der Hand hat und dann hält man auf beiden Seiten die Lüftungsschlitze zu und dann überhitzt die Maschine. Ich habe jetzt darauf geachtet, die nicht zuzuhalten und sie ist mir dann auch nicht überhitzt. Von daher, ja, kein großes Problem, was das betrifft. Sie ist ein bisschen unhandlich, die ganze Steuerung sozusagen, die ist halt hier unten, ne? Hier unten ist halt die stufenlose Drehzahlregelung, also ohne dass da Stufen dran stehen, sondern halt mit dem Rad und an und aus ist auch hier unten. Muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber auch das ist alles nicht so schlimm. Und ich glaube, ein guter Kompromiss, wenn man wirklich sagt, ich steige gerade ein, ich mache das fürs Hobby, ich brauche nur von meinem Auto was und ich will noch was haben, was die Lücke schließt, nämlich zu so einer kleinen Maschine. Und so eine PXE lohnt sich für mich nicht, weil die kostet halt irgendwie mehr als das Doppelte. Kann natürlich auch viel mehr, hat auch einen Akku, hat mehr Leistung, gar keine Frage, aber ich brauche sie vielleicht nicht, weil ich sage, ich starte gerade, ich möchte Geld sparen, ich brauche Geld für andere Sachen oder es ist nur für mein eigenes Auto und Autos in meinem Umkreis. Dann ganz ehrlich, reicht die Proxon EPE definitiv aus, meiner Meinung nach. Von daher, ja, finde ich, kann man da auf jeden Fall nicht meckern. Gut. Proxon ist getestet, gibt am Ende auch nochmal ein Gewinnspiel. Also dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall, weil das Ding, ja, also ihr seht ja, die Poliermaschinenwand ist voll. Wir haben 2 PXEs, eine Hybrid, also irgendwann reicht es auch mal mit Mini-Poliermaschinen, deswegen die kann man noch gewinnen, die hauen wir raus. Einmal kurz benutzt hier für die Stunde, deswegen lohnt sich. Und jetzt fangen wir mal hier an. Ups, na, gleich vor Motivation erst abgezogen. Und zwar dieser Wagen, dieser wunderschöne Porsche 992 wurde, jetzt müssen wir gleich mal die Haube aufmachen, die ist nämlich umgelegt, wurde werkseitig foliert. Gefällt dem Besitzer nicht, deswegen geht es jetzt einmal runter, wird entfoliert quasi, einmal poliert. Der Rest hat schon Keramik bekommen, der ganze Wagen, und Folie, aber Folie runter, Lack polieren, Keramik drauf, darum kümmern wir uns jetzt noch. Und dann, danke Marcel fürs Haube aufmachen, frickeln wir jetzt mal hier ein bisschen die Folie ab. So, lala, aufgeräumt. Achso, übrigens, ich habe vorhin mit einer Spritze die Politurmenge abgemessen bei den B-Säulenleisten, damit wir natürlich die gleiche Politurmenge mit dem gleichen jeweils neuen Pad haben. Jeweils 1 Milliliter Politur habe ich benutzt, von daher, das wollte ich noch erzählen, habe ich vergessen. Gut, wie versprochen, bevor das Video hier zu Ende ist, noch ein Gewinnspiel. Eine Proxon EPE zu gewinnen, und zwar aus organisatorischen Gründen bei Instagram. Tut mir leid für alle, die kein Instagram haben. Da einfach der Tipp, einfach jemand fragen, der Instagram hat, findet ihr quasi mit Veröffentlichung des Videos. Bei Instagram einfach Autolackaffen eingeben, dort gucken. Da gibt es dann einen Beitrag zu dieser Maschine mit dem entsprechenden Gewinnspiel. Da einfach, wie gesagt, mitmachen, dann viel Erfolg. Buongiorno, neuer Tag, neues Glück. Porsche musste noch kurz einen Moment warten, wir haben noch ein paar andere Sachen zu tun. Ihr seht auch, hinter mir ist eine ganze Menge zu tun. Da steht ein Volvo, der kriegt eine Lederreinigung und eine kleine Lederreparatur. Die G-Klasse, eine Innenreinigung und Außenreinigung. Da draußen steht noch ein Auto. Also ist ein bisschen Action. Was wir übersehen haben, ist, dass der Spiegel auch foliert ist. Und sorry, aber wie bescheuert ist denn das, dass die Folie hier lang geht? Ne? Also es ist wirklich nur die Front des Spiegels foliert und die Folie hört hier auf. Ich weiß gar nicht, ob ich das mit der Kamera so eingefangen kriege.
Da ist die Kante von der Folie, also das heißt, wir ziehen die Folie jetzt hier auch nochmal vom Spiegel ab, aber also das ist ja wirklich hässlich. Wenn man sich nicht da die Mühe macht, einfach mal den ganzen Spiegel zu folieren, finde ich krass. Also hier nochmal Folie ab von beiden Spiegeln. Das dürfte ja eine Sache von, mal gucken, ich kann es jetzt in der Kamera sehen, aber wahrscheinlich nicht mal 2 Minuten sein von dem einen Spiegel. So, natürlich nicht ganz so doll reißen, aufgrund der Elektronik im Spiegel. So, ansonsten, hier ist der einzige Ort, wo ich so ein paar Klebereste habe. Die gehen, denke ich mal, super easy weg. Dann kriegt er hier nochmal eine schnelle One-Step. Und die Schwierigkeit ist natürlich, dass das Auto ab den Türen nach hinten schon versiegelt ist. Das heißt, ich muss natürlich nachher gucken, dass ich die Kante poliere, ohne drüber zu polieren, weil sonst poliere ich die Versiegelung wieder weg. Aber dazu kommen wir dann später. Ich mache nur die zweite Folie ab. Dann Folienreste weg, Klebereste weg und dann polieren. Jo, einmal meine kurze Lösung hier. Also der Punkt ist, ich will einfach auf einer keramikversiegelten Fläche nicht ewig lang Klebeband drauf haben, weil die Klebereste ja irgendwie auch irgendwas Lösemittelartiges enthalten können. Und deswegen habe ich jetzt die Kante einmal schnell vorpoliert mit einer kleinen Maschine, den Randbereich oder den Namenbereich dann mit der großen nach, damit ich das Klebeband schnell wieder abziehen kann und keine Keramikprobleme hier kriege. Genau, der ganze Rest ist relativ unkompliziert. Wirklich nur einmal mit der Finish abziehen des Wagen. Der Wagen wurde ja werksneu foliert von Porsche. Ist Silber, von daher, was soll er sein? Einmal kurz abziehen, damit die Keramik hält. Dann kriegt er nochmal Keramik auf die Teile, die jetzt entfoliert wurden und dann ist er auch schon fertig. Ja, genau. Jetzt gibt es erstmal Mittag. Bis dann. Wir haben jemanden, dessen Namen ich jetzt hier nicht nennen möchte, ein Polierpad ausgeliehen für ein eigenes Auto. Und das kam zurück. Also, ja. Weiß ich auch nicht genau, wie sowas passiert. Aber ja, es passiert, würde ich mal sagen. Wahnsinn. Das ist, glaube ich, ein der Country Pad. Also das ist auch kein billiges Pad. Respekt. So, Akku ist gleich leer von der Kamera. Auto ist quasi fertig. Fehlt nur noch die Keramik, die drauf kommt. Hat am Ende, ich weiß gar nicht, mit ein bisschen Unterbrechung und ein paar Kunden, halt waren relativ viele Besichtigungen, muss ich sagen. Dadurch würde ich sagen, aber ich würde sagen, insgesamt vielleicht eine Stunde, anderthalb, dann war die ganze Front fertig. Ja, ich musste halt ein bisschen Vorsicht an den angrenzenden Teilen walten lassen, damit ich nicht die Keramik wieder angreife. Aber sonst entspannte Geschichte. Poliermaschine, wichtig fürs Gewinnspiel, ne, findet ihr bei Instagram, habe ich ja schon gesagt. Ansonsten alle Beschreibungen nochmal oder alle Hinweise nochmal hier unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Haut rein.